Moin, moin an alle. Schönen guten Tag. Na, wie geht's? Ja, da ist er wieder. Und ich habe mich entschieden, was für ein Spiel wir heute spielen. Wir spielen heute, wie im Titel schon gesagt. Ach komm, halt mal Klappe. Wir spielen, wie im Titel schon gesagt, heute Metal Gear Solid 3. Auch wieder eins meiner Lieblingsspiele. Irgendwie sind alle Metal Gear Solid Teile, bis auf der vierte meine Lieblingsspiele. Keine Ahnung, woran es liegt, aber ich finde die Geschichte halt einfach gut. Habe ich dir schon erzählt? Ich habe das versucht über einen Emulator, weil, kleinen Augenblick, jetzt greife ich mal hier eben beides zur Seite hin. Ich habe das Spiel, toll, ich habe das Spiel hier, wie man sehen kann. Zwar einmal und nochmal zweimal. Also ich habe das Spiel zweimal sogar hier, warum auch immer. Ich zwei davon hatte, ich glaube bei den ersten funktioniert die CD nicht mehr so oft, habe ich die abgespielt. Auf jeden Fall habe ich sie zweimal hier und ja, ich wollte es über einen Emulator spielen, aber der macht Grafikfehler. Also der macht Grafikfehler und ich weiß nicht, wie die Performance ist, wenn man das gleichzeitig noch mit aufnimmt, weil alleine kann ich das auf 4K spielen, kein Problem. Und es sieht auch gestochen scharf aus. Also es sieht tatsächlich aus wie so ein PS3-Spiel eigentlich. Also es ist schon geil, aber halt Grafikfehler auf dem Fußboden und das stört halt richtig extrem. Was ich besonders schade finde, dass sie den Teil, also den kann man ja über, was wir auch machen möchten, also hier unten über PS Now können wir das ja spielen. Was aber richtig schade finde, dass sie das maximal 720p quasi machen. Und das liegt nicht an PS Now hier unten, weil ich habe schon andere Spiele bei PS Now ausprobiert. Das liegt tatsächlich an dem Spiel selbst. Also ja, dass das nur 720p geht. Also weil das Restream läuft anscheinend auch nur über 720p. Starte ich aber zum Beispiel Metal Gear Solid 4, kann ich das Ganze dann ja, 1080p genießen. Aber die PlayStation 2 Teile anscheinend nur 720p. Finde ich irgendwie ein bisschen schade, weil ich glaube, die PlayStation 3 hätte dort, wofür das Spiel mal rausgekommen ist, mehr geschafft. Nun ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir spielen Metal Gear Solid 3 über PS Now. Jetzt bin ich ein bisschen hell. Ich schalte mal hier direkt um. Ja, wir haben noch 2 Teile in der HD-Version. Ich hoffe mal nicht, dass es jetzt wieder 8 Teile werden, sondern dass das Ganze ein bisschen schneller geht. Wir haben auf jeden Fall noch Metal Gear Solid 3, Snake Eater und dann Peace Walker. Peace Walker war aber ein PSP-Teil und auch den habe ich schon ausprobiert und auch dort ist es nur 720p. Ich bin mir echt überlegen, weil ich habe das Spiel auch hier, dass ich das mal versuche über den Emulator. Wobei ich glaube, der PSP-Emulator ist, glaube ich, schwieriger zu emulieren als der PlayStation 2 Emulator. Nee, der war einfacher. Ja, okay, das versuchen wir dann tatsächlich mal über einen Emulator. Wie gesagt, ich habe die Spiele alle hier. Ich kann ja, man kann schlecht, ja, ich könnte die PSP anschließen und darüber ein Backup machen und da mir das dann quasi per SD-Karte im Computer reinstecken und darüber dann quasi spielen. Und wir haben noch Metal Gear und Metal Gear 2 Solid Snake. Die beiden Teile haben wir auch noch. Ich finde, die gehören dazu. Die sollten wir eventuell auch spielen. So, Briefing-Daten. Virtuell Operation Snake Eater. Was haben wir da drin? Okay, es geht direkt los. Geil. Ja, dann hören wir mal eben kurz zu. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Okay, ich habe das selber noch nie gehört. You too. Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No. This fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuban. Kubanische Zigarre kriegt ihr erstmal. This morning, I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No.
something even bigger. Ja, okay. Yesterday, the White House received an unexpected call. President Johnson? Yes, I hear you, Mr. Chairman. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB 754, was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? Okay, das Briefing geht aber ein bisschen voraus, weil das spielen wir jetzt gleich erst. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, I must have your full cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard then. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borosovich Volgin. Volgin, of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. You mean the boss? The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The boss took 2 miniature nuclear shells. I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. But serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in a violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. Also wie gesagt, das werden wir gleich noch spielen. Das Briefing tut das quasi gerade ein bisschen vorgreifen, aber das spielen wir gleich noch. I don't know what else to tell you. The army insists that this is all a ploy on your part. I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. You have 1 week. You must catch the boss yourselves and recover the remaining nuclear device. Then, you must find some way to prove your innocence. Prove our innocence. Yes, preferably something painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. The boss should be close to Colonel Volgin. How about a little co-action? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volgin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week
You have only 1 week, and if it is not too much to ask, do something about Volgan as well. What is that supposed to mean? Nothing means nothing. Call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. What if we can't prove our innocence? Then I will be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek their revenge. A nuclear attack on the United States? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal. If you fail, it will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no choice. Also das Briefing ist sehr gut, aber es tut quasi schon Sachen vorgreifen, die wir noch gar nicht gemacht haben. Aber man kriegt schon mal einen Eindruck. Also, spielst du zum ersten Mal? Nein, mir gefällt MGS 1, mir gefällt MGS 2, mir gefällt MGS 3. Ich mach mal 1. Und wir spielen wieder auf normal. Weder schwer noch leicht. So sind ganz normal. Und dann geht es eigentlich auch schon los. The world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Und wir starten mit einem Flugzeug. Oh, ich hab's damals geliebt. Das war, glaube ich, so ziemlich eins der schönsten Spiele auf der PS2. Ich glaube, ich kenne sonst kein, was noch schöner aussah als das hier. Also wir werden am Anfang wieder viel Blabla haben, aber hier spielt man mehr als in Metal Gear Solid 2. Metal Gear Solid 2 war dann doch an jeder Ecke war irgendetwas mit Blabla und das ist hier nicht ganz so. Und noch ein paar Sachen. Ja. Das ist jetzt quasi das, worauf die gerade geredet haben. Der Hauptcharakter heißt Jack und Solid Snake heißt Dave. Also er wird zwar hier auch nachher Snake, beziehungsweise ja, Snake genannt, aber es ist quasi... Soll ich das schon vorab greifen? Er wird zwar hier auch Snake genannt und sieht genauso aus und man könnte sich, glaube ich, oder erfahrene Spieler wissen, wer es ist. Für den Rest, ihr werdet es noch sehen. Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. Ach, wie gesagt, ich finde das so schade, dass das nicht in 1080p ist, weil ich habe es auf 1080p gesehen und auch auf 4K. Also es sieht einfach so gut aus. Also mit der Grafik könnte es auch schon ein PS3-Titel sein. Epische Zeitlupenanimation. Und auch wenn es sich nur um eine Zigarre handelt. Der Controller vibriert wieder. Ah, ich mag das immer, wenn so ein bisschen haptisches Feedback drin ist. Wobei das hier alles auch schon 1000-mal aussieht wie auf der PS2. Oh, ich sollte euch mal das PS2-Bild anmachen. Dann seht ihr, was ich meine. Grauenhaft. Und ich habe das schon über Doppler, Line-Doppler und alles angeschlossen gehabt und dann das RGB-Signal genommen, aber schrecklich. Das sind einfach zu wenig Auflösung. This is one for the history books. The world's first Halo jump. 10 seconds to drop off. Stand by.
Status okay, all green. Prepare for drop-off. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings And fly. God be with you. Also wenn das kein epischer Anfang ist, dann weiß ich auch nicht. Sonst waren wir immer mitten, ja, unter Wasser oder quasi im Wasser. Jack, I've got some important news. Da kommt noch was. The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Virtual mission? No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission? Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB 754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov? Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin to orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story, so why'd he want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the west. We used a mole to get the family out first, and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba, and so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was... Also es wird hier viel gesprochen, aber ich finde das schon ehrlich gesagt geil. Wenn du so viel Hintergrundinformation kriegst. Das ist halt wie ein Spielefilm. Ja, so heißt es ja auch eigentlich. That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice.
President Kennedy gave in to Khrushchev's command. Das sieht doch schon ein bisschen aus wie Metal Gear, oder? Next day, I got Sokolov out of the hospital, handed him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Then a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No, missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No, according to our intelligence, he's in Selinoyarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. Okay. Also ist er quasi Miterfinder von Metal Gear. Ich glaube, man konnte mit R1 auch gucken. Okay, hier in diesem Teil nicht. Doch. Listen up, Jack. Your mission is to infiltrate Selinoyarsk in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov and bring him back to the west. Das ist so cool gemacht. Ja, wir lassen ihn einfach so fliegen. Das Bild sieht auf jeden Fall deutlich besser aus. Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. Du wirst gar nicht wieder gucken, ne? Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Aber solange das läuft, mache ich jetzt glaube ich noch einen Tick leiser. Oder ich mache mich einen Tick lauter. So. Von beiden etwas. Oder nee, da kriege ich ja eine Schreikrise und dann immer so war ganz, so ist ganz gut, ja. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talent? She's equipped with 2 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as 2 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, you'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. Das spoilert schon mal. Wir müssen alles essen im Dschungel. Da komme ich aber gleich drauf. Das macht das Spiel auch so unglaublich geil. Ich weiß, ich rede die ganze Zeit über das Spiel und wir gucken schon seit, keine Ahnung, 20 Minuten nur Intro. Aber oh. Da ist ein Päckchen. Aber ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Was das so sehr von anderen Spielen unterscheidet und was ich eigentlich ganz geil finde. Das hätte man auch im anderen Spiel wieder einbauen müssen. Wobei der 5. Teil ist sehr perfekt. Also der 5. Teil sucht in diesem Genre seinesgleichen. Den werden wir auch noch spielen. Den werden wir auf jeden Fall vor dem 4. spielen, weil der 4. schließt so ziemlich alles ab. Sieht so ein bisschen aus wie die Maske von... wie hieß er noch? Psycho Mantis.
Und da ist er. Er reißt sich lebendig die Maske vom Kopf. Snake. Von den gleichen gesprochen wie von Snake. Und wir haben keine Nanomaschinen. Wir haben tatsächlich Klick. Ein Walkie-Talkie. Walkie-Talkie hätte ich jetzt gesagt, ne? Do you copy? You're already in Keine enemy Bildübertragung. territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? What, you don't like snakes? What do you mean? You've eaten one before, haven't you? In survival training? I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll Oh, no. be Tom. Call me Major Tom. Major Tom. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No, there's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. I see. Well, you'd better go back and get it then. You know where it is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. To climb a tree, stand in Oh, front of a tree jetzt that's covered in erklären sie ivy uns and press select. Klettern. Okay, klettern kann ich. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. Okay. Dann dürfen wir nach über 20 Minuten jetzt endlich mal selber spielen. Also, das ist die Grafik. Und in den Emulator hast du hier bei den hellen Flecken hast du richtig weiße Kreise. Und bei den dunklen Flecken hast du dunkle, schwarze Kreise. Und die grüne sind einfach nur braun. Und das sieht so lächerlich aus. Auch hinten an den Felsen genau das gleiche. Alles was hell ist sind quasi weiße Kreise und alles was dunkel ist sind schwarze Kreise. Und es sieht einfach so lächerlich aus. Deswegen konnte ich das nicht über einen Emulator spielen. Und ich habe es weder über... Achso, ich wollte eben kurz gucken, was habe ich hier alles? Messer, das habe ich schon mal. Und ich habe es weder über verschiedene Einstellungen und Grafik und Set-Pieces und Configs habe ich nicht weggekriegt. So, was habe ich gemacht? Ich habe eine Schlange getötet und ich habe eine Schlange gegessen, weil... Mal gucken, ob man meinen Mauszeiger sieht. Kann man die Mauszeiger mal Aufnahme sehen? Nee, leider nicht. Okay, da wo Snake steht, haben wir einmal eine Gesundheitsleiste und darunter ist unsere Leiste für Futter. Weil wir werden in diesem Spiel hungrig und müssen zwischendurch was essen. Und das nächste ist, umso weiter, das ist quasi unsere Ausdauerleiste und das tun wir quasi mit Essen auffüllen. Und wenn unsere Ausdauerleiste gegen 0 geht, haben wir kaum Sachen, ja, die Ausdauer verbrauchen, die hängen halt davon ab. Ich glaube, man weiß, was ich meine. Umso tiefer die ist, umso beschissener ist halt für unsere Ausdauerleiste. Und nicht nur das. Oh, es gibt so viel geiles Zeug, was sie hier eingebaut haben. Man fühlt sich halt... Allein das. Nahrungsergänzung zu erhalten, drücken Sie zum Werfen, loslassen. Okay. Dann Schlange. Ich habe ja gerade noch was eingesammelt. Achso. Medizin von UdSSR entwickelt, stellt Leben wieder her zum Benutzen Menütaste. Und was ist das nochmal? Wiederbelebungspille von den sehr entwickelte Spinagepille kann vor einem Scheintod aufwecken mit Taste. Okay, vor einem Scheintod. Die werden wir sicherlich auch noch brauchen.
Okay, jetzt haben wir schon mal das Messer und wir müssen jetzt unsere Ausrüstung holen. Ich hätte jetzt auch einfach runtergehen können. Oh, es gibt noch so anderes. Es gibt so viel geiles Zeug hier drin. Das ist echt mal, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre da auseinanderhängen, aber ich glaube 3 Jahre auf jeden Fall. Wir haben die einfach so viel eingebaut. Ich glaube, das ist einfach nur die gleiche Engine, ein bisschen überarbeitet. So, jetzt kommt wieder ein kleines Intro. Komisch, bei 16:9 das ganze Bild noch zu verkleinern. Bei 21:9. Ey, man hat den Anruf gehört. I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose Weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a window in the upper left. From that list, choose the weapon you want to equip and press the Enter button. For other equipped items, just do the same thing from Item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. Ah, das ist das, was You ich won't be gerade able to gesagt shoot habe. accurately, for example, and your wounds won't heal as smoothly. Keep an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. You can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun? That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Once its durability reaches 0, the noise suppression effect will be gone. So don't get too trigger-happy with it. The suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose crazy idea was this anyway? Solo covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily waste. The same goes for bullets and cartridges, too. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. You're a ghost, Snake, in every sense of the word. And there'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement in the affair. Then I'll just have to take care of myself, huh? I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So, how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Remember that. I'll keep it in mind. You said this was a solo mission, right? Right. I guess that Wie means auf I alle can't count on Einsätze any auch. reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. She. Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to meet you. Paramedic. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. What's your name? Jane Doe. Very funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145.73. She's also in charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserved save frequency, 140.96. So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Good to know.
There's one more person I want to introduce you to, Snake. Huh? Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? A legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. Boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? That's right. It's me. Oh. Talk to me. Let me hear your voice. It's been 5 years, 72 days, and 18 hours. You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top-secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top-secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You're a natural-born fighter, but you're not quite a soldier. A soldier is a political tool, nothing more. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think? The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. What is it? Call me Snake. Snake. Oh, right. Your codename is Snake. It suits you well. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit, a group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah, I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh, and one more thing, boss. Yes? It's good to hear your voice again. Same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key.
Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQC. Close quarters combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival mission. I'll be supporting you over the radio. Where are you, boss? Next to the Major? The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Call me if you need my advice on battle techniques. Gotcha. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. Wow, das haben wir wieder 4 Tags. Snake, try to remember some of the basics of Das habe ich nie gekonnt. Commencing virtuous mission now. Oh, das wollte ich gar nicht. Das kann ich. Aber man kann auch noch viel mehr machen. Die Gegner irgendwie festhalten und all so ein Kram. Okay. Die Waffe stecke ich aber mal weg. Ich nehme nur das Messer. Gab es ja eigentlich noch mehr zu holen? Ach, wir haben übrigens jetzt auch Sonar. Aktiver Sonar. Erfasst Tiere durch Schallwellen. L3 verbraucht Batterieleistung. Bewegungsmelder. Erfasst bewegliche Objekte, aber nicht stationärer Verbrauch. Batterieleistung, wenn nicht eingehalten. Personenmelder vibriert bei Aufspüren von Lebensformen. Okay. Ah, so funktioniert der. Also genau vor mir wäre irgendwas. Jetzt wieder nicht. Jetzt ist es da. Was? Ach, da unter mir. Abendessen. Naja, wir sollten nicht so viel Schlangen jetzt schon mitnehmen, weil das Zeug wird auch tatsächlich schlecht. Und dann stehst du da. Mit Bauchschmerzen und Co. Okay. Ich glaube, hier kamen schon die Krokodile. Sieht alles so cool hier aus, ne? Ja, hier ist schon der Sumpf. Hier kann man tatsächlich absaufen. Da ist ein Krokodil und hier vorne ist, glaube ich, auch ein Krokodil drin. Aber hier gab es auch... Ach, siehst du, Granaten. Wobei, dieses Krokodil da betäube ich mal eben. Aber da oben ist noch was. Ich habe da gerade was gesehen. Da. Das können wir gleich gebrauchen. Ich hoffe, die fliegen nicht zu mir. So, die sind weg. So, das. Und wenn ich jetzt hier rüber gehe... Ah, da brauche ich nicht betäuben. Da komme ich auch so dran. Die bewegen sich zum Glück nicht, die sind irgendwie statisch. So. Okay. Hier ist schon so größtenteils alles eingesammelt, was man so kriegt. Und kann nicht wundern, ich habe das Zeug im Rucksack. Aber umso mehr ich mir da quasi um die Leiste packe, umso langsamer werde ich. Oder umso mehr Ausdauer verbrauche ich. Eins von beiden. Auf jeden Fall hat das nur Nachteile. Das ist nichts Gutes. Wir treffen das erste Mal auf Soldaten. Sofern ich mich entsinne. Major, I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s and grenades. Snake,
Your presence in Soviet territory is already a violation of international law. You can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Got that? The Major is right. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Change your camouflage by selecting Camouflage from the Survival Viewer. Ah ja, da gab's ja noch The Tarnung und uniform alles. option Ach, das lets ist you so pick your cool. uniform, while the Face option lets you change your face paint. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. You can see how effective your camouflage is by looking at the Camo Index. The Camo Index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. Der The Tarnungsindex, higher ach, the das ist so value, cool. the harder you are to spot, and vice versa. The key is to make yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay? Nein, werde ich nicht vergessen. Jetzt muss ich echt mal kurz gucken. Tarnungsindex. Ah, Nahrung? Nein. Rucksack? Ach, da oben steht's doch schon. Tarnung. Bemalung. +5 für Wald. Uniform? +30. Sehr gut. Was drin? Ja. Da läuft schon einer. Kann ich weiterlaufen? Doch. Den habe ich. Den kriegen wir auch. Aber die Auflösung ist so schlecht. Vor allen Dingen, die können auch viel weiter gucken, ne, als die anderen. Der fährt gleich um. Das heißt, wir müssen die auf jeden Fall verstecken. Und die lassen auch immer, glaube ich, 2 Sachen fallen. Was ist jetzt passiert? Ach so. Okay, ich meine, dass hier mehr als einer gewesen ist. Sag ich doch. Jetzt kippen die untereinander um, das ist Kacke. Den kriege ich immer gut. So. Verdammt, ey, wir dürfen unseren Schalldämpfer nicht verbrauchen. Und da war doch noch einer mehr. Guck erstmal, ob hier was drin ist, ja. Granaten, immer gern gesehen. Das Blöde ist, wir können sie hier kaum benutzen. Müsste noch einer mehr gewesen sein. Ich meine, das wären 4. So, packen wir den auch mal eben an. Was hat er wieder? Munition. Munition ist immer gut. Schalldämpfer wäre besser. Granaten. Nebelgranaten? Oder was war das jetzt? Jetzt nur auf Nebel geguckt. Munition ist voll. Okay. Da läuft noch einer. Aber wenn die Auflösung nur ein bisschen höher wäre, ne?
Wieder eingeschossen. So, da müsste auch jetzt tatsächlich der letzte gewesen sein. Granaten. Wie soll ich denn noch Granaten kriegen? Und wieder Munition, wa? Ja. Okay. Aber hier war jetzt soweit, glaube ich, nichts mehr. Doch, da ist noch was drin. Bitte nicht Granaten. Granaten habe ich jetzt mittlerweile genug. Infrarotsichtgerät zeigt Wärmequellen an. Dann kann man den dunklen... Oh, geil. Einfach so ein Baumstumpf. Also für diejenigen, die das Spiel spielen wollen, hier den Baumstumpf sind... Fernglas? Ach so, ich muss es erstmal gleich ausrüsten. Ich hole mal eben das Sonar wieder. Okay. Weiter geht's. Okay. Da grinst er. Müssen wir mal schnell sein. Wo war das? Das Ding war das, ne? Nein, das war's nicht. Dann war es das Ding, ja. Doch, das war's. Auf Wiedersehen. Kann ich hier erstmal ganz gemütlich runterlaufen? Jetzt laufen sie beide. Sehr geil. Ist hier noch irgendwas? Sind die jetzt komplett weggerannt? Wie geil ist das denn bitte? So habe ich es auch noch nicht gemacht. So, auf der Brücke müssen wir vorsichtig sein, weil wenn wir nämlich rennen und zu nah an der Seite kommen, rutschen wir runter. Genau das. Ich sagte noch, hier müssen wir vorsichtig sein. Mal eben kurz so nah. Ne, hier ist keiner. Oh, Pilze. Pilze können wir auch mitnehmen. Eben losschneiden. Komm, ist da jemand? Nee. Ich weiß aber zufälligerweise noch, wo ich das erste Mal gespielt habe, dass hier eine Waffe ist. Wie die auch immer hier hingekommen ist, aber hier ist sie. Auch die Auflösung hätte echt besser sein können. Waffe, Waffe. Da ist auf jeden Fall keiner mehr. Doch, da kommen welche. Irgendwo kommt da einer. Da, zu dritt. War ein bisschen langsam. Oder zu zweit? Zu zweit. Zu dritt. Zu viert. Oh oh. What's wrong? Alle 4 ausgeschaltet. Nichts passiert. Aber jetzt muss ich echt das Ding wegpacken. Da waren hier 4 Leute. 2 auf der Brücke und einer läuft doch hier immer rum. Warum sie jetzt auch immer zu 4 sind? Naja. Erstmal egal. Hauptsache ich kriege ein bisschen Munition in den Kurve. Die andere Waffe hätte ich jetzt gerne Munition, weil die ist bestimmt nicht voll. Warte mal, im Rucksack. Weil wir müssen das nämlich anlegen. Waffe. So, das haben wir angelegt. Das fehlt. Dann haben wir Granaten. Blendgranaten. Oh, die Waffen haben wir ja voll. Nebel.
Blend. Komm, schmeiß alles hin. Und da haben wir eigentlich schon alles drin, ne? Da ist dieses Infrarot-Nachtsichtgerät. Und dann sind da schon 8 von 8 Sachen. Okay, lassen wir es erstmal so. Warte, ich schlepp den jetzt nicht weit. Ich will nur gucken, ob die für mich was Lustiges da haben. Scheidemper wäre nicht schlecht. Granaten ist schon alles voll. Okay, alles voll. Okay, da war was. Ich weiß jetzt nicht was. Oh, ich dachte, der steht auf. Das sah erst komisch aus. Und wieder voll. Okay. Rest ist voll. Also wir haben noch keinen Alarm ausgelöst. Wir waren gerade bloß vorsichtig. Vorsichtig zähle ich nicht dazu. Hier ist dieses zerstörte Labor, glaube ich, ne? Oh, da gibt's gleich erstmal wieder ein Walkie-Talkie-Telefonat. Ich hab's kommen sehen. Major, I've reached the abandoned factory where Ja, Sokolov is Fabrik. supposedly being held. This place is a dump. I can't see Sokolov from here. The security is pretty tight. There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside. Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. Right. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the target. Okay. Ich mach mal ganz kurz Pause. Ich bin sofort wieder da. Ich muss mal eben ganz kurz auf Toilette. 1, 2 Minuten. Ich bin sofort wieder da. Also quasi so eine kleine Stuhlpause. Call you up, I never would have too much time. Things were always pretty good when you were staying by my side. If I ever fall in love with you, ain't gonna leave my mind. You ain't gonna be the same, that's how I'm feeling now. Be what you did to me, or memories are stuck inside. I wanna say a lot of things, something like all I'm feeling for you. And I
with you, I took the pain. Knew that it was wrong to stay. So I told myself I'd walk away. I think I'm ready now, ready now, ready now. And I'm so over you dragging me down. Just wanna let it out. So, da ist er wieder. Weiter geht's, würde ich sagen. Ach, jetzt drücke ich schon Escape. Ich muss auf den Controller drücken. Okay. Wie machen wir es am intelligentesten? Wir schalten einen nach dem anderen aus, würde ich sagen. Das heißt, mit denen, da fangen wir an. Auf jeden Fall eine Kugel abgekriegt. Der auch. Das waren schon mal 2. So, die beiden liegen schon mal. Gott, wie viele sind das wohl? Da vorne läuft einer, oder? Kann ich mich zur Seite bewegen? Ja. Das müsste einer sein. Ja. Na, wo läuft noch einer? Da. Okay. Sollte gleich einpennen. Von der anderen Seite, hier ist keiner mehr, ja. Ach Gott, Kollege. Wie, was ist los? Wo ist er denn? Da ganz hinten. Ja, da komme ich jetzt so nicht dran. Aber so. Jetzt gefällt er um. Nein. Ich sehe jetzt hier keinen. Oh. Genau an der Seite. Ach nee, das ist irgendwie eine Schlange oder sowas. Aha. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Ich habe die Waffe weggepackt und hat sie trotzdem rausgeholt. So, voll. Mit Granaten. Was kann ich denn hier am besten nehmen? Guck mal eben. Tarnung, Bemalung, plus 5. Uniform, plus 10, plus 15. Also so jetzt 25. So sehen sie mich nicht sofort. Schrotflinte. Was ist denn der eine, den ich gerade betäubt habe? Der pennt da. Spring mal rüber. Kann ich rüberspringen? Nee, ich kann nicht rüberspringen. Wo läuft der Sack jetzt wieder? Ah, sehr schön. Der läuft da. Ah, jetzt läuft doch. Nein! Wir haben das erste Mal Alarm ausgelöst. Ich kann mich doch gar nicht mehr sehen. Okay, wir haben Alarm ausgelöst. Verdammte Inzucht. Nein, sie sehen mich. Aha. Verdammte Inzucht, ich war so gut. Schnell in den Busch rein. Müssen auf 100% kommen. 100% Tarnung. Alter. Oh Mann, warum passiert mir das immer? Was war das da gerade für eine Maske? Was war das gerade? Was habe ich da gerade gesehen? Ach nee, du ahnst es nicht. Den werde ich auf jeden Fall nicht tragen.
Jetzt bin ich bei 90%. Das sollte auf jeden Fall reichen. Oh oh. %. Sie suchen an der richtigen Stelle. Alter. This is HQ. Patrol here. We've lost sight of the enemy. Commence alert formation. Acknowledged. The enemy is still nearby. Pursue and engage him. Alter Finne. Alter, der zieht auf mich. Nee, haut ab. What's wrong? Oh, die sehen den eingeschläferten Soldaten. Toll, jetzt muss ich hier bleiben, oder was? Ja, die haben die eingeschläferten Soldaten gesehen. Und dahin. Nein, bleibt da liegen. Gott, oh Gott, oh Gott. Warten wir darauf, dass die abhauen. Die haben die eingeschläferten Soldaten nicht gesehen? Doch. Da läuft er noch. Oh. Gott. Alter. Wer ist hier doch vor mir? Der Drecksack. What the? Nein! Einen Augenblick eben. Okay, geht weiter. Hat er mich gesehen? Nein, ne? Who's that? Nein, er hat mich gesehen. Who's that? Hau da oben. Hau ihn da oben. Wo ist er denn? Da ist er. Ach, Mist. Nein, er hat mich gesehen. Wir versuchen es mal mit Ballern. Da kommt neue. Oh. Scheiße, dass er auch immer sofort losballert. Nur ein Schuss. Das war mein letzter Schuss. Verdammte Inzucht. Oh Mann, dass das jetzt auch so schwer wird. Oh, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Oh, verdammt, verkehrte Richtung. Haha, Ladesequenz. Ah, ich habe eine Idee. So, wir machen jetzt Folgendes. Ich habe jetzt keine Lust, dass das jetzt hier ewig so weitergeht. Da oben sitzt einer, der sieht mich aber nicht. Wir kriechen jetzt hier. Ah, ich dachte, das geht hier irgendwie unten drunter. Okay. Das ging nicht da unten drunter.
Der andere Typ ist über uns. This is HQ. Patrol here. Who's that? Nein! Commence alert formation. Ach. Ich spiele mir aber auch einen Scheiß zusammen. Wo ist er denn? Ach, der ist da neben mir. Ich dachte, hier geht's jetzt runter. Na toll, da kommt nie mehr raus. Gab's hier nicht irgendwo so eine Gesundheitspille? Nee, gab's hier nicht. Ich rauch noch eine. Doch, da. Nee. Warte, Rucksack. Gab's da irgendwo eine Gesundheitspille? Da. Oh, nee, die lass mal drin. Zigarre kann weg. Das war das Ding, oder? Fernglas kann auch mal eben kurz weg. Ich will doch jetzt hier nicht 2 Stunden spielen für 5 Minuten Auftrag, Alter. So. Entwickelt, stellt Leben wieder her. Das haben wir. Spannt die Muskeln. So, ihr seid weg. Ich bin jetzt hier rein. Ja. Ihr seht mich doch gar nicht. Hä? Woran sehen die mich? Die können mich doch gar nicht sehen. Dupdidu. Sehen können sie mich auf jeden Fall nicht. So, was wir auf jeden Fall jetzt machen, ist erstmal was essen. Nahrung zu mir nehmen. Das tut auch Leben wiederherstellen. Und dann wollen wir die Schlange von gerade essen. Ausgezeichnet. Deswegen immer den Snack. So, hier sollte uns auf jeden Fall keiner sehen. Können wir auch Ratte essen? Ratte. HQ. This is HQ. Patrol here. We've lost sight of the enemy. Commence alert formation. Acknowledged. The enemy is still nearby. Pursue and engage him. Komme ich hier raus? Nee. Aber hier doch irgendwo, ne? So, wo bin ich hier? Hinterm Haus. Ach, du ahnst es nicht. Okay. Schleich mal ganz vorsichtig hier ran und nehmen uns die Waffe, die kaum noch Schalldämpfermunition hat. Schalldämpfermunition, wo noch kaum Schalldämpfer drauf ist. Na toll. Lauf weg. Lauf weg. Nicht erwischen lassen. Bloß nicht erwischen lassen. Ja, es war nur Einbildung. Oh, da fällt mir was. Oh nein, jetzt kommt da noch einer. Das sind ja 3. Wie soll ich denn an 3 vorbeikommen? Warte. Ich will jetzt eigentlich hier hoch. Warte, Tarnung. Wir machen das anders. Tarnung, Bemalung. Das ist alles Minus. Uniform.
minus 35? Ne, hier, den hier. So. Leg mich nochmal hin. Abgerissen. Oh, die sind ja immer noch. Idioten. Ach Mann, so wird das nix. Dann weiß ich wenigstens, dass sie da sind. Dann gehe ich jetzt die andere Richtung. Ich habe gedacht, ich könnte da jetzt die Leiter hoch und von oben aus. Ich glaube, da war noch eine Waffe. Und da drauf geschissen. Wir gehen jetzt von hier. Das einzige Dumme ist halt. Naja, das einzige Dumme ist halt, wir haben keine Schalldämpfer mehr. Das heißt, die Waffe können wir wegbacken. Ob da jemand ist? Nein. Nein. Wo war jetzt das Lager? Gefangenenlager? Oh, da ist was. Nein! Mann! Ach, verdammte Inzucht. Aber kein Problem. Jetzt kommen wir wenigstens von da oben rein. Jetzt lauf doch, mein. Mann, geh da rein. Was machst du denn da für eine Verrenkung? Dann geh da rein. Den laufen wir jetzt nochmal da lang. Hä? Wo sieht er mich? Ach, er guckt hier rein. Arschloch. Oh. Ja, ich weiß, der da oben sieht mich, aber ich will da jetzt hoch. Action-Taste. Action-Taste, lauf doch. Mann, bist du denn schwer vom Begriff hier. So, ich glaube, von hier oben können sie mich nicht sehen. Ich glaube, sie kommen ja auch nicht hinterher. Ja, genau. Ja, was ist da denn los? Ich schmeiße erstmal 500 Granaten, jo. Nee, das wird so hier nix. Ja. Hier liegen ja wieder 3 Stück. Die sind ja geisteskrank. Alter, Finne. Die sind ja sowas von geisteskrank, die Idioten. Und ich will nicht aufgeben. Ich will ja jetzt nicht... Ach, verdammte Inzucht. Früher war es auf jeden Fall leichter. Das habe ich das Gefühl. Aber da habe ich glaube ich auch leicht gespielt. Also von daher... Habe ich das Messer bei mir? Er sagt nicht, du hast das... Ach, komm. Geh mir nicht auf die Klamotten. Ich esse lieber was. Nahrung. Komm, wir essen noch ein bisschen Schlange. Davon haben wir genug. Ja, das schmeckt ja lecker, ne? Na, was hat er gesagt? Ja, genau. Müsst euch nur einmal bücken, dann hättet ihr mich. HQ, wir können ja nicht abhauen. Ach Mann, was ist denn mit den Herr? Könnt ihr nicht endlich mal verschwinden? Ach komm, kannst du nicht sagen, dass du meinen Sonar jetzt gehört hast? Ja, tatsächlich. Die hören meinen Sonar, die Schweine. Naja, auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass da oben nichts mehr ist. Genau über mir, die Drecksack, ne? So, wie kommen wir jetzt zu unser Ziel? Wo ist der Penner jetzt? Der steht noch genau neben mir. Also der ist genau hier oben über mir drüber quasi.
Müsste da irgendwo sein. Was ist das eigentlich für eine Kackansicht gerade? Da. Oh. Gott sei Dank bin ich da nicht reingesprungen. Da ist auch nichts mehr, ne? Und ich habe keinen Schalldämpfer und nichts. Ich kann die nicht mal ausschalten. Ich würde sagen, die Minute warten wir jetzt eben ab, sonst haben wir echt schwer. Sonst haben wir es echt wirklich schwer. Wir müssen theoretisch nur hier hoch. Ja, wir müssen theoretisch nur da hoch. Oder ich versuche mal von außen rum. Wir müssen nämlich hier vorne nämlich rein. Der Typ befindet sich jetzt quasi, wo wir hin müssen, wenn ich jetzt hier auf dieser linken Seite, da wo das so schön durchscheint, da befindet sich der Typ. Zu dem müssen wir hin. Ich warte, bis dieser Trupp da weg ist. Sind ja nur noch 30 Sekunden, Gott sei Dank. Nein. Bett kann ich noch früh genug. Na komm, 20 Sekunden noch. Und ich hoffe, dass die Leute dann alle abhauen, dass wir dann endlich zu diesen Typen kommen können. Weil ohne Schalldämpfer ist das Spiel doch schon echt schwer. So. 5, 4, 3, 2, 1 und go. Jetzt haut ab. Alter, wie lange hier die Sekunde dauert, ey. So. This is HQ. Patrol here. Unable to locate the problem. Understood. Return to your position. So. Jetzt laufen wir von da nochmal rein. Nee, von... Ja doch. Nein, doch nicht. Ich weiß es nicht. Von wo wäre jetzt der beste Weg reinzukommen? Also von hier komme ich auf jeden Fall nicht rein. Oder? Da läuft ein Soldat. Da muss ich rein. Und da läuft der nächste Soldat. Und hier vorne läuft auch ein Soldat. Kurz warten, bis der weg ist. Läuft da schon wieder irgendwo einer. Ist der Penner. Komme ich da jetzt so rein? Action-Taste, das funktioniert nicht. Ich komme da nicht rein. Gibt's doch gar nicht. Ja. Ich will es auf jeden Fall von einem Standpunkt aus schaffen, obwohl ich nicht entdeckt werde. Ich klatsche mal auf der Seite. Ach, was wir mit dem Soldaten machen können. Wir können ihn, wenn wir ihn in den richtigen Augenblick erwischen, können wir ihn würgen. Und zwar den Soldaten würgen und nicht den Jürgen. Da läuft auch so eine Spasti. Den haben wir aber gleich. Den schalten wir aus. Aber nicht so, wenn er so langsam läuft. Aber es ist eine der besten Stellen, um da hinzukommen. Oh, mein Sonar hat auch gar keinen Strom mehr. Das ist alles eine Batterie, sehe ich gerade. Ja, lauf noch langsamer.
Das hat keiner gesehen. Wow. Hat der jetzt einen Schalldämpfer? Munition. Komm Junge, ich brauche einen Schalldämpfer. Nix. Da ist der nächste. Nein, steh doch auf! Steh doch auf! Bevor es wieder losgeht. Oh nein, es geht schon wieder los. Nein. Ich wusste, dass hier oben was ist. Okay. Jetzt ist es auch egal. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Ich brenne. Ach, scheiße, falsche Taste. Warum ist hier kein Fahnenkreuz dran? Oh. Ich habe genug Granaten. Aber so kommen wir auch nicht weiter. Dass ich keinen Schalldämpfer habe. Dann werden die schon alle ausgeschaltet. Hätte ich mir das mal aufgespart, ey. Ich habe hier auch keine mehr Fernglas. Bewegungsmelder. Was war das hier? Insektenspray. Schrotflinte. Magazin. Okay. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Schrotflinte. Magazin, um die abzulenken. Ja, guck eben hier unten rein. Na los, tun wir den Gefallen. Wo schießen die anderen hin? Fragezeichen. Was denken die, wo ich bin? Oh, der nächste. Irgendwann dürften doch hier keine mehr sein. Ah, das sieht man daran, wie schnell die Zeit vergeht. Aber hier sind immer noch welche. Also einer ist hier noch mindestens. We've lost the enemy. He must still be in this area. Also einer ist hier noch. Ach Gott sei Dank, eine Schrotflinte. Frage ist, wo ist dieser eine?
Da ist er nicht. Da ist er auch nicht. Hatten wir nicht ein Nachtsichtgerät? Da ist er. Okay. Hier war er doch, da ist er. Da ist der Drecksack. Lenken wir den am besten ab. Hat er das gesehen? Hat er das gehört? Naja, steht da immer noch. Los, geh doch hin. Aha. Ach, Gott sei Dank. Endlich. Ah. Okay, Zwischensequenz. Was ich dafür gekämpft habe. You must be Sokolov. Are you one of Volgin's men? You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they? Colonel Volgin of GRU. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt? Never heard of him. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the GRU. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Even if it meant killing me in the process, or so it would seem.
American will come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. By the way, your Russian is superb. Where did you learn to speak it? From my mentor. Is that so? America is truly a frightening country. Having second thoughts? No. I have no love for this place. Let's go. Wir alle wissen, wie das gleich ausgeht. Ich sag mal für beide nicht besonders gut. Major, this is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? I had to kill them. There was no other way. But no one will know we were involved. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. Oh, das ist eine coole Cutscene, die jetzt kommt. Ja, mit seiner kleinen Pistole da rum. Noch besser die Schrot. Ja, genau. Ja, wo ist der Soldat hin? Was wäre er denn da mit seinen Karatentricks? Oder Depp. Jetzt macht er auch noch Kamehameha oder was? Snake ist da so an Schleichen. Ah. Freeze! Das lief nicht so gut. So this is the legendary boss. Huh? Und wir sehen zum ersten Mal im Jungen. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. Huh. What's a GRU soldier doing here? Soldier? He's the Ocelot commander. Das ist später Revolver Ocelot. Ocelot to you. And don't you forget it. Sokolov is ours. Now get out of here. An Ocelot never lets his prey escape. What? Er lässt die Kugel von den Stahlträger abprallen, um ihn zu treffen. Genauso hätte ich es auch gemacht. I can't say it feels good to kill a comrade.
Even if it is for the Gru. Sokolov, take cover. Huh. You're not the boss, are you? Gleiche Situation, andere Soldaten. What is that stance? Huh. That gun. If you're not the boss, then die. Major! Leave it! Shoot the other one! Whoa! Und los, kipp um. You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do, but testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. You filthy American dog! But that was some fancy shooting. You're pretty good. Pretty good. So, halt, wenn man einen auf den Hinterkopf kriegt, dann kippt man auch schon mal um, wa? Erstmal mitten zwischen den ganzen Leichen telefonieren. Beziehungsweise Koma-Patienten. Major, do you read me? I read you. Snake, you alright? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov too. Apparently they were taking orders from a GRU colonel named Volgan. A GRU colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU. Between Khrushchev's supporters and Volgan's. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. Okay. Aber ich glaube nicht, dass es hier noch... Oh, warte. Gehen wir kurz hoch. Ich wusste doch, dass der was? Mausefalle? Der Typ hat eine Mausefalle bei sich? Ah, jetzt haben wir was anderes gerechnet. Wieso hat der Typ eine Mausefalle bei sich?
Das ist der Pendeltyp. Ah, die haben nichts bei sich? Das gibt's doch gar nicht. Warte. Normalerweise... Nee. Ich hab gedacht, man könnte was sehen. Okay. So, dann haben wir alles von hier. Dann können wir eigentlich auch abhauen. Aber warte. Ich will vorher eben umziehen. Bemalung manchmal keine. Und was ich richtig geil finde, ist das Ding in schwarz. Ich brauche hier keine Deckung. Hier ist im Moment sowieso keiner. Müssen ja eh nur hinterherlaufen. Die berühmte Brücke. You okay? Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. The best crew has to offer. They're coming for me. I'm finished! Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. Look. Oho. That's what they were making you build? Yes. The Shagohod. The treading behemoth. A tank capable of launching nuclear IRBM. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain? Oh, yes. And without support from friendly units. A nuclear-equipped tank capable of operating solo. Is that thing finished? No. This is only the end of Phase 1. It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2? The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War? Yes. And then the Age of Fear will truly begin. A world war. I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America, quickly. They cannot complete it without my help. Got it. Let's go. Ich sag ja, im Schwarz sieht es einfach wesentlich besser aus. Oder halt um dieses Olivgrün. Das sieht auch richtig gut aus. Ist ja geil, wenn da die Sachen nicht vorgerendert sind. Ne? Ich könnte jetzt auch eine Maske tragen oder so, weil es gibt ja Masken in dem Spiel. Dann würde halt das Gesicht da drauf scheinen. Ne? Ist schon irgendwie cool. Aber dafür hast du halt keine CGI-Trailer, ne? Das ist quasi alles in Echtzeit da über die, ich glaube, Fox Engine heißt das Ding tatsächlich, gerendert. Und das dann halt in maximaler Qualität, was die PlayStation 2 damals konnte. Oha, wen haben wir denn da? Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me. Auf einmal wird's dunkel. Ah ja, der komische Bienentyp, ne? Hornets.
Sache sind wir beide kein gutes Ende. My friends, let us fight together again. I have waited long for this day. We will fight with you once more. Welcome back, boss. Now that all 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. It's raining blood. Is he crying? Ja, das Übersinnliche darf ja mittiges Solid nicht fehlen, ne? Siehe Psycho Mantis. Kuwabara. Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome to my country. And to my unit. Boss, what is this? I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. Recoilless nuclear warheads. These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us Cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? Zu lang gezögert. He's seen my face. We can't let him live. If Khrushchev finds out about this, we're finished. He must die. Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Jack, you can't come with us. Auf Wiedersehen. The new blood has been rejected. Are we done here?
Now, on to Sokolov's research facility. Shagohod is ours. Drift away. My place is with them now. Oh, wir haben überlebt. Was ein Wunder. Aber mit alles Mögliche gebrochen. Snake, can you hear me? Yeah. Just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Major. The boss. She's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. First, open the survival viewer with the start button. If you select cure, you can start the treatment. Healing is divided into treatment using medicine with the item window button and surgical treatment using the weapon window button. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone, and lacerations on your upper arms, right elbow, and abdomen. They need to be fixed using surgical treatment. Move the healing cursor with the left stick to the affected part of your body. Ey, das ist so cool. Du erleidest Verletzungen, auch Schüsse und alles und hast Blutungen und all so ein Kram und musst dich erstmal selber quasi verarzten. Auch Knochenbrüche, wenn du so hoch fällst oder so im Spiel oder keine Ahnung, alles wo man sich was brechen kann passieren. Das einzige, Gliedmaßen gehen halt nicht verloren. Oder so gut wie gar nicht. Von einem weiß ich. Understood? Yeah. Stay with me. Go into the survival viewer and treat those wounds. Okay. Dann werden wir das auch als erstes tun. Heilmittel. So, was haben wir denn? Schnittwunde. Was haben wir da? Knochenbruch. Den können wir erstmal versuchen. Knochenbruch. Womit heilen wir Knochenbrüche? Wirkungsvoll zur Behandlung von was? Von Bauchschmerzen. Zum Blutserum wirkungsvoll gegen Gift. Brauchen wir nicht. Gegenmittel wirkungsvoll bei Lebensmittelvergiftung haben wir auch nicht. Behandlung von Erkältung zum... okay. Also, das ist so geil, was wir hier alles... Behandlung, Magenschmerzen, es geht alles. So, wo wollen wir denn den Knochenbruch? Ich würde sagen mit einer Schiene, ne? Schnelle Verheilung von Knochenbrüchen. Okay. Aber da muss noch was mehr drauf. Ich glaube, ein Verband. Behandlung von Schnitt, Schusswunden und Knochenbrüchen. Okay, die Wunde haben wir versorgt. Jetzt die nächste. Noch ein Knochenbruch. Da brauchen wir, glaube ich, wieder eine Schiene und einen Verband. Was haben wir da? Schnittwunde. Behandlung von Schnittwunden, Schusswunden. Was ist Septikum? Was ist das? Wirksame Behandlung von Schnitt. Okay, wir machen erstmal das. Dann das. Behandlung, behandelt Verbrennung, wirksam zum Auftrag. Okay, Salbe. Verbrennung haben wir nicht. Von Blutung, vom Körper. Blutung haben wir jetzt auch nicht. Zunähen, wirkungsvoll zur Behandlung von Schnitt und Schusswunden. Ja, und ein Verband, ne? Ja, sehr gut. Wieder eine Schnittwunde, was haben wir gemacht? Wir haben desinfiziert.
packen das G da drauf. Wir nähen das Ding zusammen und Verband. Schnittwunde wieder genau das gleiche. Wir haben aber nichts so. Entwicklungsfall Bauchschmerzen. Gegengift. Entwicklungsfall zum. Was? Ach so, das gleiche. Und Erkältung. Okay. Dann geht's hier weiter. Wieder desinfizieren. Salbe drauf. Zunähen. Und da. Und was haben wir hier? Wieder eine Schnittwunde. Kein Verband angelegt, noch nicht desinfiziert. Aber das reicht? Schnittwunde, Blutung. Das heißt, Verband und Desinfizieren reicht? Nee, ne? Nee, siehst du? Da, und was brauchen wir noch? Eins fehlt noch. Ah, hier, zunehmen das Ganze. Okay. Ja, so sieht's nach Verband aus. Ah, das sieht richtig eklig aus. Oh, ich leide gerade mit. Ah. Ich habe auch schon mal den Arm ausgekugelt. Alter, ist der zugerichtet. Wenn es so weitergeht, laufen wir jetzt Mumie rum. Das Bandana. Good job, Snake. We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Can you set it up? Rettungsballon. Die Szene, die jetzt kommt, die habe ich nicht ganz verstanden. Ja, okay, die habe ich schon verstanden, dass er das Ding halt klaut. Aber jetzt habe ich mal eine andere Frage. Wie viel Tonnen können so ein, oder wie viel Kilo kann so ein Hubschrauber heben? Reicht das, um so einen Panzer anzuheben? Also 1, 2, 3, 4, 5 Stück sind das. 1, 2, 3, 4, 5. Könnten auch 6 jetzt gewesen sein. Aber reicht das, um einen Panzer zu heben? Ne, es sind 5. Kann ja nicht besonders schwer gewesen sein. Obwohl, wenn einer 500 Kilo Traglast hast, bei 5 Stück, sind auch 2500 Kilo. Aber so ein Panzer ist, glaube ich, trotzdem noch schwerer. Und vor allen Dingen, der sieht noch schwerer aus als ein normaler Panzer. Das ist wieder Volvo Ocelot. Beziehungsweise hier im Spiel erstmal nur Ocelot. Das war es nochmal, eine nukleare Abschussvorrichtung für Sprengköpfe, ne? Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the Shagohod. What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. She's a nice catch. I'll take her.
Not so fast, my dear. Und so noch Lippenstift, du Idiot. A kiss of death? Are you KGB? We may be able to use her. She has spunk. Okay, ja, gibt es hier so wieder. Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. Das meine ich halt. Er feuert jetzt die Rakete ab. Even if they are our enemies, Das ist... still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel! Er feuert jetzt eine Atombombe ab. Auf das Labor. Okay, in diesem Labor waren wir gar nicht. Okay, ich nehme es wieder zurück. Ich habe es doch verstanden. Aber wie viele Kilometer Umriss hat das? Das Snack ist da ja auch noch in der Nähe. Da ist auf jeden Fall der Rettungsballon. Also ich denke, wenn du so nah dran bist, dass du die Druckwelle spürst, bist du eigentlich tot. Oh, wenn du das Ding da siehst. Speichern? Ja, auf jeden Fall. Oh, ich habe noch nicht einmal gespeichert. Wir wissen, was beim letzten Mal passiert ist. 1 Stunde Spielzeit weg. Übrig 3. Festplatte wird überprüft. Synchronisierung der Cloud-Spielstände übrig 2. Okay. Anscheinend habe ich noch Spielstände in der Cloud. Das heißt, das kann jetzt einen kleinen Augenblick dauern. Synchronisierung der Spielstand Cloud 1. Ich hatte damals schon bei der PS3 den Cloud. Hier, früher habe ich auf einfach gespielt. 13 Stunden, 15 Stunden, 15 Stunden, 28. Okay, wir können so 15 Stunden Spielzeit einstellen. Vermutlich noch eine Stunde mehr, weil ich jetzt gerade etwas schlechter spiele und nicht auf einfach. Macht 2 Stunden mehr. Macht 10 Stunden mehr. Machen wir 25 Stunden. Wie lange haben wir beim letzten Mal gebraucht? Also für das zweite Teil. Ich glaube, der hier ist nicht länger. Nee, und das war der Riesenprolog zum Spiel. Jetzt geht das Spiel eigentlich erst los. Eigentlich geil. Spielbarer Prolog. A tree frog, it's ordeal, the trial to survive. For the day we see new light, I give my life, not for honor, but for you.
Snakey da. Mega geil, ey. Ich sehe schon kommen. Wenn ich das auf YouTube hochlade, erstmal richtig dicke Disclaimer und nicht Disclaimer, erstmal dicke Strikes oder irgendwie so ein Scheiß. Und jetzt geht's los, eine Woche später. Jetzt geht das Spiel eigentlich erst los. Currently flying over the Arctic Ocean, altitude 30,000 feet, approaching Soviet airspace. Arriving at the designated drone launch point. Drone oil pressure and voltage are nominal. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload antifreeze system shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. If you fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. Wie nett das auch ist. Be a patient in one of the most advanced ICUs in the world. Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No. This Fox is still one step ahead of the Hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuban. This morning, I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No. Something even bigger. Okay. Yesterday, the White House received an unexpected... Das Gespräch hatten wir schon mal. Ich drück das mal weg. Das hatten wir gerade schon. The KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each other. Das ist schon geil. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Insiders? There was a defection in September 1960. Do you remember it? You mean the two NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. I've been told that Adam has infiltrated Vulcan's ranks. I've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. Das war jetzt gerade 4G. Das ist schon nicht wenig, würde ich mal sagen. Control. Unidentified aircraft detected. Altitude 30,000 feet. It's fast. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Ach, Mach 3. I'm about to lose it. Es ist eigentlich schon geil, ne? Wie sich die Leute das, oder wie sie sich das gedacht haben, wie das hätte vielleicht früher laufen können. Also die Spielentwickler.
Ich glaube nicht, dass er das überlebt hätte. Erstmal von Macht 3 abbremsen mit dem Fallschirm. Ich glaube, das hätte ihn schon auseinandergerissen. Und da sind wir wieder. Wie gesagt, das ist komisch. Weil er wurde doch gerade mit einer Atomrakete beschossen vor einer Woche. Naja. This is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more time. Rescue Solo. Okay. Find out what's happened to the Shagahod, then destroy it. And finally, eliminate the boss. Eliminate the boss. This mission will be codenamed Operation Snake Eater. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volgin. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the Colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, Oh, wir haben ja Bilder. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue Ah, of das Sokolov der- and the destruction of the Shagahod. Dieser Panzer. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my codename. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean? Well, the truth is, when I chose my codename, I picked the wrong one. The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year. Oh, must have missed that one. Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Tom was one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. So what should I call you? You know, let's just use Zero, like we've been doing all along. All right then. Major Zero it is. We'll start over from square one. From square 0. My frequency is 140.85. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Her frequency is the same as during the Virtuous mission, 145.73. She'll be recording your mission data as well, just like the last time. That frequency is also the same, 140.96. Okay, mittlerweile kennen wir das alle. And there's one more person on your support team. His name is Mr. Sigint. He's an expert on the latest in weapons and equipment technology. You'll be going up against some of the world's most advanced weaponry when you infiltrate the research facility. Das recht, Have any AK. questions? Just ask him. His frequency is 148.41. Was ich mich gerade frage, Sigint. Got it. Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead. The same factory Sokolov was being held in last week. Yes, meet up with Adam first. He's cleared the way for you to rescue Sokolov. How will I know this Adam guy when I see him? You'll know once you reach the factory. The whole area's been polluted by the fallout from that nuclear blast. No one else would dare come close. The password is, "Who are the Patriots?" and Lali Lulelo. Lali Lulelo. Gotcha. das haben wir auch im zweiten Teil gehört. 5 for this mission. Be careful, it's noisy. I thought standard Fox procedure was procure on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. You're now on an official mission for the United States government. It would be necessary to make your presence known to a certain extent, to the Khrushchev regime at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Keep that in mind and proceed with extreme caution. Understood. Commencing Operation Snake Eater.
Und schön, dass sie das auch auf Deutsch übersetzt haben. Das habe ich jetzt nicht gebraucht. Okay, gehen wir nochmal eben kurz durch. Drück mal eben kurz die Taste. Ich wollte mal eben kurz gucken, ob die Leute hier allein gespeichert... Ja, tatsächlich. Wer ist das? Yo, you're Snake, aren't you? And you're Sigint? None other. I heard that you're an expert on weapons, equipment, and cutting-edge technology. Close. Huh? I am the expert on weapons, equipment, and cutting-edge technology. Ja, gib mal nicht so an. I'm the guy that designed your trank gun, active sonar, and motion detector. If you want to know anything about weapons or equipment you find in the field, just send me a message and ask. Later. Aha. Den Typ werde ich nicht so oft anrufen. So, wir haben es dunkel. Wir fangen wieder bei 0 an. Glaube ich auf jeden Fall. Tarnung. Wir haben es dunkel. Ich bemal mich mal eben. Und den schwarzen Anzug natürlich. Hä? Der schwarze hat minus 25? Egal. Ich nehme ihn trotzdem. Weil ich ihn so cool finde. So, hier bewegt sich wieder was. Das ist doch bestimmt wieder eine Schlange oder ähnliches. Hä? Ach da, der Frosch. Okay. Wir haben einen Frosch gefangen. Ja. Wir sind eigentlich im gleichen Gebiet wie zuvor auch. Ach, guck mal. Die Dinger gibt es hier auch wieder. Die gab es, glaube ich, auch im zweiten Teil. Ich habe bloß nicht aktiv nach denen gesucht. Da. Ich habe mir eh keinen Schalldämpfer. Was passiert, wenn ich alle finde? Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie alle gefunden. Ich weiß auch nicht, ich google das mal, was passiert, wenn man diese Frösche alle findet oder anschießt oder keine Ahnung. Ich weiß auch, wo der zweite ist. Der zweite müsste an der Forschungseinrichtung sein. Da unten ist wieder eine Schlange oder ähnliches. Guck mal eben, hier ist nichts zu holen, ne? Nö, auch kein... Ne. Dann latschen wir direkt von hier weiter. Schade, dass hier nichts ist. Aber auch absolut gar nichts. Oh, ich höre ein Pferd. Oh, oh. Jetzt kommt wieder irgendwas. Oh, ich weiß was. Ich erinnere mich. Auch wieder richtig cool. Also er wird von Anfang an beobachtet. Looks like death wasn't ready for you yet. Boss. That arm still hurt? What are you doing here? Und da ist die Waffe wieder weg. Nimm so eine Clay ganz auseinander, ich brauch die noch. Go home. Gru and my sons are waiting up ahead. You don't have a prayer of finishing your mission. You're not even armed. Ja, und wer hat dafür gesorgt, dass ich keine Waffe mehr habe? I'm not your boss anymore. There's nothing for you here. Go home. Go back to your boss. There's no need to prove that you are virtuous here. This isn't America.
Also ich bin kein Waffenexperte, aber sollten die Kugeln nicht gerade da rauskommen? That should stir things up a bit. You'd better hurry. The border is 60 miles south of here. You ought to be able to run that far. Why'd you defect? I didn't. I'm loyal to the end, to my purpose. What about you, Jack? What's it going to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your old mentor? The mission or your beliefs? Your duty to your unit or your personal feelings? You don't know the truth yet. But sooner or later you'll have to choose. I don't expect you to forgive me. But you can't defeat me either. You know me too well. Noch nicht. Betonung liegt auf noch nicht. Just look at that bandana. If you can't put the past behind you, you won't survive long. Ist da wieder Aua? If we meet again, I'll kill you. Now, go home. Toll. Keine Waffe mehr. Hand kaputt. Natürlich gute Voraussichten. Major Zero. I read you, Snake. I was ambushed by the boss. You were what? The drone's been shot to hell. It's up in flames. That's not good. Enemy scouts are going to come looking for you. Yeah, I know. But what was the boss doing here in the first place? There's got to be a leak somewhere. No, that's impossible. The man the boss is working with, Volgin, isn't exactly on speaking terms with Khrushchev. I lost my gun. The boss destroyed it. Snake, I know how you're feeling. It's hard for me to believe, too, that a legendary hero like the boss would go over to the Russians. That she'd double-cross us like this. But that's how it is, and if you don't accept it, you'll never be able to beat her. That's not the problem. In terms of sheer technique, I'll never be able to beat her. I know that all too well. You've got to do it, Snake. She's your enemy and your objective. Enemy? We were together for 10 years, and now you tell me she's my enemy? Enough. Hurry to the factory where Adam is waiting. Scouts have probably already been sent out to investigate the explosion. You've lost your weapon, right? That means you've got no chance of winning in a battle situation. Whatever you do, don't let them see you. Aber ich glaube, die Waffe können wir doch wiederfinden, oder? Also die Teile von der Waffe. Muss ich mal eben kurz gucken. Habe ich eine Verletzung? Bei Heilmittel? Nö, Pferd hat nicht hart genug drauf getreten. Okay, dann brauchen wir nichts. Jetzt müssen wir eben kurz gucken. Ich meine, die Sachen finden wir wieder. Ich weiß bloß nicht wo. Oh. Oh oh. Direkt weggehen. Er sieht uns nicht, er sieht uns nicht, er sieht uns nicht. Nein, er sieht uns nicht. Hau ab. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon. Hä? Haben sie mich jetzt doch gesehen? Ach, die haben das Flugzeug da gesehen. Okay. Das macht aber gar nichts. Für eben eine Waffe wieder haben. Aber ich glaube, meine Waffe kriege ich nicht mehr wieder.
Wollen wir jetzt keine extra Leute schicken? Ach, Kollege. Bedien dich mal ein bisschen besser. Okay. Ich glaube, ab diesem Punkt kann ich auch aufstehen. Oh. Ab diesem Punkt kann ich doch nicht aufstehen. Ich wüsste, von wo das kam. Hinter mir. So, waren hier nicht noch mehr? Habe ich noch das Radar? Oh, Gott sei Dank. So. Vor mir ist keiner, ne? Nö. Okay. Weiter geht's. Gucken wir mal an den Baumstumpf, ob diesmal was in dem Baumstumpf ist. Nö. Wie fies. Ich habe keine Waffe. Ich habe nur so ein blödes Messer. Ach so, und ich bin auch nicht mal gut getarnt. Tarnung. Na, was ist besser? Das hier und... Oh, plus 30. Den nehmen wir mal eben. Also ich weiß zwar nicht, warum Rot hier gut sein soll, aber gut, okay. Wir kriechen mal weiter. Ist da hinten einer? Komme ich da hin? Gibt es da was zu holen? In dem Baumstumpf, ne? Falls da noch was ist. Stell dich hin. Oh! Nein, er hat mich gesehen. Ach, das ist doch kacke. Aber ich wollte so gucken, was in dem Baumstumpf ist. In dem Baumstumpf ist gar nichts. Na toll. Sieht er mich? Ja. Na. Bin ich schneller? Wie kommt der denn jetzt her? Egal, weg hier. Wir müssen eh nur zum Labor laufen. Schieß doch. Ist mir jetzt erstmal ganz egal. Jetzt welche noch kommen. Ja, von der Brücke. Oh, verdammt. Tarnung. Ne, nehmen wir Wald. Und das Rote muss weg. 20. Schwarz wäre sogar noch plus 5. Okay, 90. Nehme ich mit. Jetzt kommt er doch nicht tatsächlich hier hoch. Oh nein. Hau drauf! Los, stell dich hin. Den habe ich ausgeschaltet. Okay. Das, würde ich mal sagen, war knapp. Er hat nicht drauf gehauen, weil ich nicht das Messer ausgerüstet hatte. Weil er, genau. Das, was ich sagen wollte halt. Aber wie kommen wir jetzt darüber? Normalerweise hätte ich auf dieses Bienenteil da geschossen, aber... Ist der noch ausgeschaltet? Ja. Oh Gott. Ja, er ist abgelenkt von den Typen da. Oh Gott, da ist noch einer. Nein. Nein. Wir werden wieder gebunden.
Machen wir das jetzt? Ah, verdammt. Ah, die Backen. Du hast nichts gesehen. Oh ne, sie sehen mich. Okay. Aber da ist wenigstens die Waffe. Oh, ich versuch's. Ich hoffe, da ist die Waffe. Nein, da ist nicht die Waffe. Ja, egal. Egal. Ich werde es trotzdem überleben. Ich überlege gerade, wie wir es am besten machen. So, der ist ausgeschaltet. Nein. Mich trotzdem. Müssen sie jetzt auch immer feuern? Ah, verdammt! Komm, wir hauen den auch noch um, dann war das der letzte. Ah, verdammt, er hat mich geschnitten. So, das war jetzt der letzte. Ah. Noch einer. Jetzt war es aber der letzte. Wir müssen unbedingt die Wunden heilen. Ja, das ist jetzt war es der letzte. So, Nahrung. Können wir auch mal. Ne, Nahrung brauche ich nicht. Ich brauche Heilmittel. Und zwar, wir haben eine Schnittwunde. Okay, Schnittwunde, Desinfektion, Dings. Okay, zunähen und den. Was haben wir hier? Eine Schusswunde. Da müssen wir erst die Kugel rausholen. Ich glaube auch desinfizieren. Salbe drauf. Und noch eine Schusswunde. Da wieder das gleiche. Kugel rausholen. Desinfizieren. Und das Ding da drauf. Ja, so, kein Alarm mehr. Jetzt gucken wir mal, was die bei sich haben. Ich kann alles gebrauchen. Oh Gott, der hat nur noch eine. Der hat nur noch einen Stern über sich. Den nehmen wir mal als erstes auf. Und nochmal. Dübelgranaten. Und zur Not bringen wir den noch um. Los. Sterb. Sterb. So, jetzt aber. Kann nicht sein, wie lange lebt er denn? Mein Gott. Okay, der hat auch nur Granaten bei sich gehabt. Nichts, was wir gebrauchen können. Hier war doch noch einer, den ich tot gemacht habe, aber den sehen wir nicht mehr. Okay, dann weg hier. Oh, das... Wir haben gleich keinen Strom mehr. Weiter geht's. Alarm ist weg und wir haben, glaube ich, immer noch keine Waffe gefunden, ne? Oder hatten wir gerade eine Waffe? Ich guck mal eben. Rucksack. Haben wir jetzt eine Waffe gefunden gerade? Granaten. Nö. Toll. Ich denke so gerne meine Waffe wieder. Die hätten wir auch wieder zusammenbauen können, wenn wir die beiden Idioten da wahrscheinlich ausgeschaltet hätten. Jetzt bräuchte ich am besten mal das Sonar. Ach. Ist hier keine Sau? Braucht man eben kurz. Da bewegt sich. Das ist wahrscheinlich eine Schlange oder sowas. Ne, hier ist keiner. Hat der aber auch gesagt, ne?
Finden wir hier unsere Waffe? Und generell meine Waffe hier oben war... Ach, toll. Da ist der Frosch übrigens. Da zwischen... Da irgendwo ist der... Da war er. Was haben wir hier? Sturmgewehr. Okay, das AK-Sturmgewehr. Wenigstens etwas. Wir brauchen auf jeden Fall eine Waffe. So. Dann nehmen wir die Granaten gleich mit. So, Sturmgewehr haben wir. Ja. Sonst ist ja auch nichts Interessantes. Ich muss hier vorne nur quasi auf den Adam warten. Oh, da ist noch was. Hey. So. So. Jetzt haben wir hier den berüchtigten Karton. Ach so, muss ich auch erst ausrüsten. Okay, nee, dann lassen wir ihn erstmal. Alles klar, dann, das kennen wir schon. Gehen die Dinger auf? Ja. Da haben wir wieder das Infrarotgerät. Geht der auch auf? Nee, der geht nicht auf. Okay, ich habe jetzt gedacht, wir müssen hier auf Adam warten, aber anscheinend... Geht der auf? Nein, der geht auch nicht auf. Ah, okay. Ich dachte gerade, wo bleibt die Cutscene? Aber jetzt kommt sie gerade. Sorry I'm late. Cut the engine. They'll hear us. Are you the agent they sent? Are you Adam? I thought you were supposed to be a man. Adam couldn't make it. All right, say the password. Who are the Patriots? Who are the Patriots? Answer me! Trapped. Get down! Das hatten wir schon. Sie kennen trotzdem das Passwort nicht. There is your answer. Egal, sie kennen trotzdem das Passwort nicht. Da wird er schwach, wa? Na, wo guckt er hin? Ja, genau. Guckt er noch? Ja, genau. Er guckt. Ich kann den Blick auch nicht ändern. Was ein Schwein. This wasn't part of the plan. What happened to Adam? What's your code name? It's Snake. Snake, huh? Well, I'm Eva. Are you here to tempt me? What happened to Adam? Ja, genau. Jetzt tu mal eben so. Colonel Volgan is a very suspicious man. He decided Adam wasn't the right person for this mission. And you were. Yes, Why? because I can do things he can't. I heard you used to be a codebreaker for the NSA. I was. 4 years ago, I defected to the Soviet Union with Adam. Mauser military. The broom handle. It packs quite a punch. Nice to have when you're on a bike. You held it sideways and used the muzzle jump to create a horizontal sweep. That was impressive.
Bet you've never seen that technique in the West. It's imitation, isn't it? Yeah. It's a Chinese Type 17 pistol. Around here, even that's hard to come by. Don't worry, though. The one I've got for you is American-made. Ja, eine Pistole. 45, huh? Er freut sich genauso drüber wie ich. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Do you like it? The feeding ramp is polished to a mirror sheen. The slide's been reinforced, and the interlock with the frame is tightened for added precision. The sight system is original too. The thumb safety is extended to make it easier on the finger. A long type trigger with non-slip grooves. A ring hammer. The base of the trigger guard's been filed down for a higher grip. And not only that, nearly every part of this gun has been expertly crafted and customized. Where'd you get something like this? I grabbed it from a Western munitions armory. It probably used to belong to one of your officers, and there are more where that came from. Ich sag ja, er freut sich mehr als ich. Woher zieht die denn? What's that? A disguise to make you look like a scientist. A disguise? Yes. You're here to rescue Sokolov, right? Sokolov's still safe then? Yes. He's being forced to continue his work on the Shagohod. Where? At the lab. They've got a whole army of scientists there developing new weapons. Security is tight, but if you disguise yourself as a scientist, you might be able to sneak in. Es fällt auch absolut nicht auf, dass er kein Wissenschaftler ist. We'll see, won't we? Tell me how to get to the lab. The safest way in is from the rear. First, you'll need to head north through the jungle. You'll come to a heliport used for shipping materials. Pass the heliport and continue north, and there will be a large crevice. Descend into that area and you'll reach a cave. Move through the cave and you will arrive at a mangrove swamp. After the swamp, there'll be a warehouse. Make your way through the warehouse and you'll come out just south of the lab. Got it. And just what are you doing there? In close-range combat, a knife can sometimes be more useful than a gun. By doing this, I'll be able to hold a knife at the same time and still keep the gun steady. That way, I can instantly switch between a gun battle and a knife fight. Right, let's get going. Wait a minute. What now? You must be tired. Why don't you take a little rest? I'll be fine. You'll never make it in your condition. Auch ein bisschen müde. There's still an hour before dawn. It's dangerous to be out in the jungle at night without a guide. What about you? I have to get back. I can't be gone for too long. They'll start to suspect something. Don't worry. I'll keep you updated over the radio. That's it? My orders are to provide you with information, nothing more. You look disappointed. All right then. I'll do something special for you. Was kann das wohl sein? I'll stand watch until dawn. Now be a good boy and lie down. What's the matter? I don't know you well enough to trust you. How well do you have to know me to trust me? I don't know if I can trust anybody. Da klingelt das Telefon. Aber ich wiederhole nochmal, sie kannte das Passwort nicht. She's right, Snake. You should get some sleep.
Although in your condition, you really ought to be back in the ICU. Whenever you save the game and quit, you'll go to sleep. Sleeping allows you to gain back stamina naturally. Depending on how long you sleep, you may also recover naturally from sickness and injury. Das wusste ich gar When you're nicht. tired or hurt, the best thing to do is just get some sleep. So do yourself a favor and take a nap. Doctor's orders, okay? Yeah, okay. Das wusste ich gar nicht. Ist das tatsächlich so, dass wenn ich jetzt quasi speichere und morgen weitermache, dass dann die Gesundheit wieder voll ist? Wie spät haben wir es denn? 12:30. Nö, ein bisschen will ich noch. Wir schieben ja auch erst 3 Stunden. Okay, ein bisschen machen wir noch. Hier ist sie hockt draußen. Wühlt da mega ein Koffer anscheinend rum. Ein Übertragungsgerät. Ich sag ja, sie kennt das Passwort nicht. Die hätte ich nie vertraut. Ich hätte sie trotzdem nach dem scheiß Passwort gefragt. Auch wenn sie da so wild um sich geballert hat. Ja, genau. Erstmal schön gucken. What's the matter? We're surrounded. I see 4 of them. We've got company. It's the Ocelot unit. Let's get out of here. Hurry. Ey, die ganze Zeit hinguckt, ne? Don't forget your gear. Here, give me a hand. Das ist die Bodenluke, die wir von oben gesehen haben. Also gerade eben vor einer guten Stunde. We can use this to get to the basement. Damn it, Ocelot. I'll get past them on my bike. I'll call you later. Okay, I'll keep them busy. Huh? Dass du die ganze Zeit geglotzt hast. Das ist eine gestochen scharfe Textur. Das ist halt ein altes Spiel. Acht Feinde. Ach, hatte ich da nicht was? Da fällt mir gerade ein. Rucksack. Karton A. Und den Schalldämpfer behalte ich natürlich. Hast du was gesehen? Ja, genau. Ja, ihr macht... Ja, ich wusste es doch. Wo schieße ich denn hin? Okay, ich glaube, das wird nichts. Das müssen wir nochmal machen. Also wenn ich jetzt noch gewinne, ist das ein Wunder. Nahrung nicht. Rucksack, habe ich nicht irgendwas zum Heilen? Mach dich tot, Pille, Infrarot, aber Lebensmedizin. Da, das Ding.
Mach mal eben das Fernglas weg. Kann ich mich wenigstens ein bisschen heilen. Ja! Ja, genau. Oh, was dumm. Ich entschuldige mich bei allen, die zugucken. Das geht besser. Das geht deutlich besser. Schmeiß einfach mal ein paar Granaten. So, jetzt ist die Hälfte schon mal durch. Jetzt machen wir die andere Hälfte fertig. Na, wo seid ihr? Hier hat das hier schon gerade irgendwo was gedreht. Und hinten können sie ja nicht kommen, ne? Na, wo sind sie denn? Ah, da oben ist einer. Okay. Where did that come from? Der ist schon mal Schnee von gestern. Da sind es nur noch 3. Na, wo sind die anderen? Okay, warte mal eben. Da vorne ist einer. Toll, er dreht sich genau in die falsche Richtung. Hier vorne müsste doch einer sein. Ah, er kommt langsam. Na komm. Komm zu Papa. Ja, los. Beweg dich doch ein bisschen. Ach, Kollege, jetzt bleib doch nicht stehen hier. Beweg dich ein bisschen. Er läuft wieder weg. Okay. In dem Fall... Da hat er mich gesehen. Okay, falsche Waffe. So, den haben wir so ausgeschaltet. Der nächste ist da. Ach verdammt, ich vergesse immer, dass ich es... Nein, ich brenne! Das war wieder voll dumm. Nur noch ein Feind. Los, hoch da! Oh, wo ist der letzte? Keine Ahnung, wo ist der letzte? Müsste doch irgendwo hier sein. Okay. Ich werde jetzt hier keine 5 Stunden rumwarten. Obwohl, ich sollte vielleicht erstmal eben kurz die Wunde heilen. Nicht Nahrung, sondern Heilmittel. Was haben wir hier? Schwere Verbrennung. Okay, Verbrennung. Wie heilt man Verbrennung? Desinfizieren? Nee. Verbrennungssalbe und ein Verband drüber wahrscheinlich. Ja, gut. Oh, was ist hier denn los? Ach, wie cool ist das denn? Ah ja, das kommt bei... Ich glaube, wenn wir genächst Knochenbruch oder so haben, dann kommt das auch. Oh, fein desinfizieren, Salbe drüber. Also habe ich es schon mal richtig gemacht.
Schön Verband anlegen. Ah, für Pixel das ist, ne? Da sieht man mal, was vorgerendert eigentlich kacke ist. Okay. Boah, was ein Pixelbrei. Danke. So, komm, wo ist der letzte Idiot? Kann ich hier reingucken? Nein. Komm, wo ist der letzte? Da. Da ist der letzte. Where could he be? Where'd he go? Meine Fresse. Konntest mich gar nicht sehen, Kollege. So. Das war der letzte. Okay. Aber war Ocelot nicht auch noch irgendwo hier? Munition. Munition ist immer 120 Schuss hat der dabei gehabt. Wie viel Schuss können wir denn sammeln? Da ist meine Waffe. Hier noch was zu verbinden. Der Rest reicht mir. Aber jetzt mal ganz ernsthaft. 120 Schuss? So, komme ich jetzt hier raus oder nicht? Ja. Ja, jetzt kommt noch mal ein kleines Video. I've been waiting for this moment. That's it. That's the stance. I don't think so. What? Er versucht das auch mit dem Messer. Female spy? This bitch is wearing perfume. Stay where you are. I've had enough of your judo. I see you've got yourself a single-action army. That's right. There'll be no accidents this time. You call that an accident? Well, it wouldn't have happened if you hadn't been showing off. What did you say? It's a nice gun, I'll give you that. But the engraving gives you no tactical advantage whatsoever. Unless you were planning to auction it off as a collector's item. And you're forgetting one more very basic thing. You don't have what it takes to kill me. We'll see. Kann das sein, dass Ocelot ein richtiges Mädchenbubi gewesen ist? Ja, genau. Ich kick die Leute auch immer so mit Motorrad weg. Six shots. That thing only carries 6 shots. The Makarov carries 8. You have to get a feel for how many you have left. This is a high-class weapon. It's not meant for shooting people. Damn!
Das kann er wenigstens. This isn't over yet. Don't. Why? He's still young. Er wird später ein Verbündeter. What's stopping me? Damn it. Ja, auch. Get back before he does. Beziehungsweise eher sein Sohn wird es bereuen. Genau so macht man's. Auf Gebäude fahren. Mach ich auch immer so. Okay. Ist jetzt noch irgendwelche Soldaten oder so? Nee, ne? Können jetzt hier einfach frei in der Schnauze rumlaufen. Ja. Da vorne hat gerade noch einer gelegen, aber das ist jetzt auch egal. Das Blöde, was mich am meisten aufregt, dass wir unseren... Oh. Insektenmittel. Dass wir unseren Schalldämpfer soweit schon abgenutzt haben. Okay, wir sind jetzt das erste Mal in einem neuen Gebiet. Und das sieht aus wie ein Sumpf, an den ich mich nicht mehr erinnere. Da sind auf jeden Fall Krokodile. Muss ich da lang? Ich will nicht durch den Sumpf watscheln. Und vor allem sehe ich das Ende nicht. Ah, toll. Da ist wieder irgendwie so ein Vieh. Reicht das, wenn ich hier... Ach, er schwimmt. Er kann schwimmen. Das habe ich total vergessen. Ich darf bloß nichts in nichts reinlaufen. Ist hier links und rechts ja noch was? Da ist ein Krokodil. Da ist auch ein Krokodil. Mach mal eben das Radar aus. Wir haben gleich kein Dings mehr. Keine Batterieleistung mehr. Haben die so ein Riesengebiet... Oh, Anruf. Ich wollte gerade sagen, haben die so ein Riesengebiet eingebaut und sich da durchwatscheln? Snake, are you there? Eva, Did you miss me? did you make it without any trouble? No one saw me. So you're back with Vulcan. In a matter of speaking. What about the boss? Yeah, she's here too. Better be careful. Thanks, I will. The boss and I get along pretty well, though. I guess we traders have a lot in common. Why would anyone want to defect? Betraying your country like that, I just don't get it. Are you talking about the boss? Why do you do it? Weren't you born and raised in America? Yes, in a small rural town. I never even knew there were other countries, other cultures, other ways of thinking. Until I went to work for the NSA. And one day, I'd found I'd lost faith in the things I'd been taking for granted. What did you see? What was it that made you want to change sides? You wouldn't believe me if I told you. Try me. I saw the universe. The universe? Not the actual universe. The universe as the intelligence community sees it. I realized that the gravity in this universe was holding me back. That's all. People and countries are both changed by their environment. And by the times. Dann hast du noch nie das Internet gesehen. What the boss was saying. There's a world of difference between this country and America. But it's only a difference of position, a difference of perspective. Coming here made me realize something. Half of what I'd been told was a complete and utter lie. The other half was a conveniently constructed lie. Where's the truth then? It's hidden in the lies. Are you lying too? Who knows? I've been trained to make even the most severe. Wiederhol mich nochmal, dann hast du noch nie das Internet gesehen. Weren't you? No. I believe because I have to. Even if it is a lie. That's part of my mission. I'll have to remember that. If you need me, give me a call on the radio. My frequency is 142.52. Was kann die denn mir sagen? Ich möchte wohl jetzt gerne wissen... Oh, guck mal. Wie gut, dass ich noch nicht weitergelaufen bin.
Ich wollte nämlich gerade weiterlaufen. Ich wollte aber erstmal wissen, die haben noch nicht so ein riesen Gebiet umsonst ein... Was war das? Komme ich da hoch? So nicht. Da ist ein Seil. Okay. Oh. Oh, oh, oh. Hau ab. Lass mich in Ruhe. Komme ich hier hoch? Kann ich hier hochklettern? Gibt es hier Efeu oder so dran? Da ist auch ein Seil. Das ganz eindeutig daran geht. Okay. Da muss ich hin. Das ist wieder ein Krokodil. Komme ich denn hier hoch? Nee. Nee. An der Stelle auch nicht. Nee, also ich drücke die Action-Taste wie ein Bekloppter, aber da komme ich nicht hoch. Dann wahrscheinlich von der anderen Seite. Ich will unbedingt wissen, was... Oh, Krokodil. Ich will unbedingt wissen, was da ist. Gerade eben hat sich meine Katze neben mir hingelegt. Na komm, schön. Dann ist dieses Riesengebiet wenigstens nicht ganz nutzlos. Alter, das frisst aber ganz schön Ausdauer, ne? So, was ist das da? Das sieht aus wie eine Sprengfalle, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und ich möchte da nicht durchlaufen. Das sieht aus wie eine Sprengfalle. Nee, da komme ich nur zurück. Nee, 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 nee. Warte. Wird zwar jetzt leider ein bisschen länger dauern, aber ich will unbedingt wissen, was da ist. Dann muss ich an einer anderen Seite dahin laufen. Gibt es denn hier nichts, wo ich hochklettern kann? Wir hatten dort 2 Markierungen. Wir hatten eine Markierung hier. Komme ich da irgendwie hoch? Ist das hier Efeu, wo dran ich hochklettern kann? Ja. Ich pack mal eben die Waffe weg. Vielleicht kann ich auch wegen der Waffe nicht... Nee. Nee, also ich komme hier nicht hoch. Keine Chance. Okay, das ist nur Markierung Nummer 1. Dann haben wir da ein Seil, das nach dahin geht. Und wir haben da ein Seil bei den Großen. Aber was ist das denn für ein Geräusch? Heilmittel? Blutigel. Blutigel am Körper. Ausdauernde, solange Blutigel festgesaugt sind. Zum Entfernen brennende Zigarette draufdrücken. Die brennende Zigarette in den Schritt raus eindrücken. Okay. Ich will unbedingt dieses Paket haben. So, da kam ich ja nicht drauf. Und da kam ich auch nicht drauf. Und da komme ich auch nicht hin. Wie soll ich denn da hinkommen? Oh, dieser scheiß Dino hier. Ah, vielleicht von da. Und schon wieder ein Blutigel. Okay, tauchen kann ich vermutlich nicht. Aber dann von da wahrscheinlich. Weil irgendwie muss man da ja hinkommen. Aber ich gucke gerade meine Ausdauer zu, wie sie sinkt. Kann man tauchen? Ja, ich kann tauchen. Jetzt? Ah. Okay. Ah, jetzt kommen wir der Sache schon mal. Jetzt hat er auch noch Hunger. Okay, wir machen jetzt erstmal die Blutigel ab und dann kriegt er was zu futtern. Heilmittel. Weg. Weg. So. Dann Nahrung. Den Frosch von gerade eben. Sehr gut. So, jetzt nicht so schnell laufen, nicht, dass hier irgendwelche Minen oder ähnliches sind. So, jetzt muss ich von dort rüber, ja?
Das heißt bis hierhin, dann hier rüber. Warum springst du denn jetzt runter? Weil ich mich nicht dran gehangen habe. Okay, nochmal. Okay. Das war nix. Oh, ich höre schon wieder den Blutigel. Hä? Ach so, damit lenke ich. Oh. So. Zum Glück gehen mir die brennenden Zigaretten, glaube ich, nicht aus, ne? Ein Mittel? Oder habe ich bestimmte Anzahl von Zigaretten? Nee. Willst du mir das jetzt ehrlich sagen, wie du ein Blutige runter... Na komm, zeig her. Also, er raucht erstmal gemütlich eine. Okay. Sehr verpixeltes Video. Aber man hat verstanden, was du meinst. Alter, das ist im Original ja auch nicht so verpixelt. Sah ja noch schlimmer aus als auf der PS2. Also auf der Original PS2. So. Einen Versuch machen wir jetzt noch. So. Dann drücken wir den hier. Und hängen uns jetzt zur Seite. Los, weiter. Können wir direkt auf diesen Ast uns fallen lassen? Weiter komme ich nicht. Okay. Nee, das ging nicht. Ja, wieso kann ich hier laufen? Wieso konnten wir uns nicht auf den... Oh, ich höre schon wieder. Oh, ich kann einfach nicht aufgeben. Das kann nicht wahr sein. Ach komm, nochmal. Hier ist sonst nichts, ne? Nee. Oh, meine Luft. Ach Mann, ich weiß, das ist voll langweilig. Ich kann absolut nachvollziehen, aber wir müssen es doch irgendwie schaffen. Das ist doch nichts, was unmöglich ist. Und pass mal auf, dann ist es nur Box B oder so. Ja, Grafikfehler. Jetzt habe ich wieder 15.000 Blutige an mir dran. So, letzter Versuch. Von hier komme ich hier nicht dran, ne? Also ich kann hier nicht rüberlaufen, oder? Das... Oh Mann, das ist doch hier nur so ein kleiner... Ich laufe doch rüber, ey. Nur irgendwas... Ah, okay, hier geht's nur weg. Okay, okay, okay. Komm. Letzter Versuch. Vorher esse ich noch eben schnell was. Nahrung. Essen. Ja, das glaube ich dir sofort. So, Ausdauer 100%. Dann gehen wir hier drauf. Hängen uns hier runter. Muss ich denn jetzt direkt auf den anderen springen? Ja. Ja, wir schaffen's. Ich will den Tag nicht vor dem Feierabend loben, aber ich glaube, wir schaffen's. Und wehe, das ist nur Box A. Box B. Dann raste ich hier aus.
Lass mich mal direkt über dem Paket hier ab. Rock. Was? Was war das jetzt? Rucksack? War das eine Waffe? Nein. Krokodilkappe. Was mache ich denn mit einer Krokodilkappe? Wenn ich schwimme oder was? Dass ich dann aussehe wie ein Krokodil. Oh, ich habe schon wieder gehört. Achso, es ist lustig, ja, aber ich hab ehrlich gedacht an was anderes gedacht. So, Heilmittel. Machen wir die schönen Blutigel wieder weg. Krokodilkappe. Kann ich mich noch besser tarnen? Tarnung. Bemalung. Weit ist schon okay. Weit Uniform. So, Regentropfen ist noch besser. Bin ein Krokodil. Lalalala. Wollen wir nicht später noch andere Sachen freischalten? Noch mehr von dem Zeug? Okay. Wir machen jetzt Folgendes. Wir speichern. Und es geht nämlich auf 1 Uhr zu. Und ich muss morgen leider wieder arbeiten. Saving the game, Snake? Yes, baby. Festplatte wird überprüft. Wie lustig das ist, dass eine Festplatte überprüft wird. PlayStation 2 hatte keine Festplatte. Obwohl, die Fett konntest eine Festplatte einbauen, ja. Aber du konntest nicht drauf speichern. Hey, Snake, you ever heard of Godzilla, King of Monsters? Okay, das tun wir uns jetzt nicht mehr ab. Ich wechsle mal hier hin. Wollen Sie es schließen? Ja, ich will schließen. Sind Sie sich sicher? Ja. Okay, alles geschlossen. Zieht das ganze Ding mal hier rüber. Okay, ich würde mal sagen, das war doch ein erfolgreicher Abend mit Metal Gear Solid. Wir haben den Prolog komplett gespielt und wir sind jetzt schon in... sind jetzt schon weiter quasi am Anfang. Also wir sind jetzt am Anfang. Ja, und haben uns auch schon viel Story gegeben. Jetzt... Das Spiel lässt einen aber auch spielen. Das ist nicht so wie der zweite Teil, der quasi nur aus Story besteht, wo du quasi nur von einem Story-Ende zum anderen gerannt bist, sondern der lässt einen auch wirklich spielen. Und der 5. Teil, da ist quasi alles komplett umgekehrt. Da gibt es nur sehr wenig Story. Was heißt sehr wenig? Im Gegensatz zu Metal Gear Solid gibt es nur so wenig. Und ja, der lässt einen mehr spielen. Aber bis wir dahin gekommen sind, vergehen glaube ich noch 20, 30 Stunden, weil wir ja noch Peace Walker spielen und nach Peace Walker kommt eigentlich auch schon direkt der 5. Teil. Ja, wird auf jeden Fall lustig. Alles klar, für alle Leute, die jetzt bis jetzt zugeschaut haben oder reingeguckt haben und bis jetzt geguckt haben, vielen Dank zum Zuschauen und ich wünsche euch alle einen schönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht und wir sehen uns. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Say a lot of things, something I love.